Ich habe mir bei AliExpress eine Nintendo Switch 2 Konsole inklusive Pro Controller gekauft, damit ihr es nicht machen müsst. Hallo und herzlich willkommen bei Blickwinkel Reviews. Heute geht es um ein Unboxing und erster Eindruck Video und zwar zu einer Nintendo Switch 2 Konsole in der Singapur Edition, die ich bei AliExpress für 389 € bestellt habe, inklusive dem Nintendo Switch 2 Pro Controller, den ich für 63 € bei AliExpress bestellt habe. Wir packen uns jetzt diese einzelnen Pakete mal aus und gehen mal so die kleinen Unterschiede durch, die mir auffallen. Und ich würde sagen, Messer raus, los geht's. In der ersten Tüte befindet sich in einer Original-Nintendo-Verpackung der Nintendo Switch 2 Pro Controller. Ja, die Packung, ihr seht's, ist voll gespickt mit chinesischen Zeichen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Buchstaben, die hier vorne auf den Knöpfen sind, nicht auch ebenfalls chinesische Symbole sind. Und vor allem hoffe ich, dass ich nicht gescammt wurde. Könnte ja sein, dass hier irgendwie ein Fake-Controller oder sowas drin ist. Hier ist einmal ein USB-C-Ladekabel mit dabei. Und der Controller, nein, es ist ABXY. Hier hinten steht Nintendo hinten drauf. Das ist der Original Switch 2 Pro Controller mit der C-Taste hier unten bei. Ja, warum habe ich mir den Switch 2 Pro Controller bestellt und warum habe ich mir bei AliExpress bestellt? Ihr wisst, diese Controller sind UVP für 90 € zu haben und bei AliExpress zusammen mit ein paar Gutscheincodes kam ich auf 63 € für diesen Controller. Der kam aus einem Lager aus Spanien, also ich hatte auch keine zusätzlichen Steuern oder Einfuhrzollgebühren zu bezahlen. Nun, liegt in der Hand, macht einen sehr wertigen Eindruck und wir werden den natürlich gleich auf Herz und Nieren auch prüfen. Dann legen wir den mal zur Seite. Und jetzt geht es um das Hauptprodukt und zwar die Nintendo Switch 2 Konsole in der Singapur Edition. Ich habe es noch nicht aufgemacht, also ihr seid jetzt live dabei, um mich dabei zu begleiten, ob ich hier jetzt den größten Scam der Weltgeschichte aufmache oder ob man hier wirklich etwas sparen kann. Vorweg muss ich sagen, Singapur-Variante bedeutet hier in Deutschland, wenn etwas an der Konsole innerhalb von einem Jahr kaputt geht, dann habe ich wahrscheinlich ein großes Problem, weil die Garantieansprüche hier in Deutschland nicht gelten. Ich müsste die Konsole quasi persönlich nach Singapur bringen. Aber wir werden sehen. Singapur-Variante bedeutet aber auch, wir können hier in Deutschland nach wie vor alle Spiele spielen, weil die Konsole Region unlocked ist. Es gab bei AliExpress zwei Varianten. Es gab die Hongkong-Version und es gab die Singapur-Variante. Bei der Singapur-Variante ist ein ganz normaler EU-Stromstecker mit dabei. Bei der Hongkong-Variante wäre ein Adapter mit dabei gewesen. Bei beiden Varianten ist Mario Kart World mit dabei, wobei es bei der Hongkong-Version mit Hilfe eines Download-Codes einzulösen wäre. Man hätte dann aber im Nintendo-Konto die Region auf Hongkong stellen müssen, das Spiel einlösen und dann die Region wieder zurückstellen können. War mir so ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Und jetzt kommt's, bei der Singapur-Variante soll nämlich das Spiel Mario Kart World als Modul mit beiliegen. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal an, ob das auch wirklich der Fall ist. Und da ist das gute Stück. Schaut es euch mal an. Der Karton macht auf mich einen originalen Eindruck. Ja, wir sehen hier vorne drauf Mario Kart World und zwar Game Card included. Dieser Karton hier kam aus einem Lager aus Deutschland. Auch hier hatte ich keinen Einfuhrzoll oder sowas zu bezahlen. Und ja, das Produkt war für 479 € gelistet und mit 3 Rabattcodes auf AliExpress konnte ich den Preis auf 389 € drücken. Und ihr könnt euch vorstellen, hier ist wie gesagt die Modulkarte mit dabei. Also wenn ich kein Interesse mehr an dem Spiel habe, könnte ich das Spiel auch noch verkaufen und dann wäre der Preis für die Nintendo Switch Konsole an sich noch niedriger. Ich würde mal sagen, wir öffnen jetzt diesen Karton hier gemeinsam, gucken, was ist im Lieferumfang enthalten und vor allem, war das vielleicht schon mal geöffnet? War da vielleicht jemand dran? Wir gucken uns das mal an. So, wo geht das Ganze denn hier auf? Hier haben wir einen, besser andersrum öffnen. Und hier sehen wir die beiden Joy-Cons.
Die sehen für mich nicht gebraucht aus. Hier sind keinerlei Spuren oder Fingerabdrücke drauf zu sehen. Auch auf dem zweiten Joy-Con nicht. Das ist das Herzstück der Konsole. Hier werden wir auf jeden Fall gleich ein Schutzglas aufbringen, bevor ich dieses Display überhaupt das erste Mal anschalte. In dieser Verpackung, ich sehe es jetzt schon, befindet sich Mario Kart World, original verpackt, ein HDMI-Kabel und diese zwei Adapter für die Joy-Cons, damit man die Joy-Cons als Maus verwenden kann. Hier ist ein Adapter mit beigelegt. Jetzt bin ich mal gespannt, weil es zeigt eindeutig diesen, ja, englischen Stromstecker auf EU-Plug. Mal schauen, ob wir den denn wirklich benötigen. Nein, wir benötigen ihn nicht, denn wir haben hier ein Netzteil mit dabei. Ein USB-C-Netzteil für die Konsole mit EU-Stecker. Das hier ist das USB-C-Kabel, was mit beikommt. Wir haben hier den Original Nintendo Halter für die beiden Joy-Cons. Und wir haben hier die Nintendo Switch 2 Docking Station. Also das Set ist komplett. Macht auf mich auch erstmal einen guten Eindruck. Und dann würde ich sagen, baue ich die Switch 2 jetzt mal im Handheld-Modus zusammen. Und dann gucken wir mal, geht die Konsole denn überhaupt an und funktioniert Mario Kart World auf dieser Singapur-Konsole? Wir werden es gleich sehen. So, wir haben hier den Bildschirm der Switch 2 und wir haben jetzt hier einen Screen Protector drauf gemacht direkt. Also es ist zwar eine Schutzfolie auf dem Display drauf, aber man kann sehr, sehr viele Videos sehen, dass die sehr kratzanfällig sind und deswegen war es mir jetzt wichtig, dass wir als allererstes direkt hier so eine Schutzglas da drauf machen von JSAUX oder JSAUX oder wie man das ausspricht. Gibt es verschiedene Hersteller für. Ja? Ich packe euch die Links natürlich aber unten in die Beschreibung dafür rauf. Ich habe hier die matte Version gewählt, weil ich einfach nicht diese Reflexion auf den Displays mag. Das ist einfach eine Geschmackssache, gibt es aber auch ohne das matte. Ja, dann spiegelt das Ganze ein bisschen mehr, lässt vielleicht ein bisschen mehr die Farben durch. Ich habe vor, die Switch auf jeden Fall hauptsächlich am Fernseher zu betreiben. Genau, also wir haben jetzt hier das Glas drauf und jetzt, ich sag's euch, ich habe sie noch nicht angehabt. Ne? Also das ist hier auch immer noch verpackt. Wir werden das jetzt also live ausprobieren. Und ich werde jetzt auch das erste Mal diese Joy-Cons hier mit dran machen. Das soll ja eigentlich immer sehr befriedigend sein, ne? Diesen magnetischen. Ja, das fühlt sich schon mal ganz nice an. Nochmal. Zack. So, jetzt haben wir also die Switch das erste Mal hier in der Hand. Hier oben ist der Anschaltpunkt und wir sehen das Nintendo-Logo. Die Nintendo Switch 2 startet. Und wir haben jetzt die Sprachauswahl. Ja, wie gesagt, das ist die Singapur-Variante, aber wir wählen das jetzt alles aus. Und zwar sind wir hier in Deutschland, in Europa. Also Internet-Einstellungen. Wir suchen unser WLAN. Das wird jetzt etwas länger dauern, denn das Kennwort ist doch etwas umständlich hier einzugeben. So, Netzwerkverbindung wurde also erfolgreich hergestellt. Und wir machen natürlich direkt ein Software-Update. Also, wir haben jetzt gerade mal die Joy-Cons wieder weggenommen, weil uns dieses System einfach mal gezeigt hat, wie das hier geht, mit dem Standfuß auch. Und jetzt schlägt er uns vor, das ganze Gerät direkt mit dem Fernseher anzuschließen, aber das machen wir erst später. So, und jetzt fragt uns das System, ob wir von einer alten Konsole übertragen möchten. Wir haben keine alte Switch-Konsole, also das ist auch meine erste Nintendo Switch, die ich je hatte. Ja, ich habe lange mit dem Gedanken gespielt, mir mal die 1er zu kaufen, aber habe es dann doch gelassen, weil ich einfach von der technischen Leistung her nicht überzeugt war. Und jetzt in der Switch 2 ist einfach eine bessere Leistung verbaut und da finde ich, war es jetzt für mich mal wert, eben mal so eine Switch 2 zu kaufen, um eben auch alte und neue Spiele mit besseren Auflösungen und besserer Leistung zu spielen. Wir wählen also aus, keine Daten übertragen. Und jetzt melden wir uns mit unserem Nintendo-Account an, den ich schon zuvor eingerichtet habe. Ja, auch das hat jetzt wirklich wunderbar einfach geklappt. Wir haben Nintendo-Konto uns am PC schon zuvor angelegt und konnten jetzt hier mit Hilfe von dem Scannen eines QR-Codes uns direkt anmelden, ohne nerviges Passwort eingeben.
Jetzt wählen wir uns einfach gerade noch ein Symbol aus. Ich nehme hier Link und wähle meinen Spitznamen aus. Eine Micro-SD-Express-Karte besitzen wir erstmal noch nicht. Das heißt, wir überspringen diesen Punkt. Und die Konsole soll nun bereit sein und bittet uns nun, den Home-Knopf zu drücken. Das machen wir doch mal. Und jetzt gucken wir uns das doch mal an. Die Nintendo Switch 2 in der Singapur-Variante funktioniert bisher einwandfrei, auch mit einem deutschen Account. Und jetzt wird es ja spannend. Wir haben ja die Mario Kart World Cartridge hier bekommen. Die packen wir jetzt einmal aus. Und hier seht ihr es, Mario Kart World als Cartridge. Hier oben ist der Game Card Port und da stecken wir jetzt diese Cartridge rein. Und es wird sofort erkannt. Software starten. Ein Update ist verfügbar. Das machen wir natürlich jetzt direkt, bevor wir es das erste Mal starten. Und das Spiel startet ohne Probleme. Mario Kart World! Spiel ist auch direkt auf Deutsch, also wie unser Account eingestellt. Das ist doch alles wunderbar. Also, Fazit. Wir haben es hier mit einer vollwertigen Nintendo Switch 2 Spielekonsole zu tun, die wir nun auf AliExpress mit unseren Codes für 100 € günstiger als der aktuelle Listenpreis bekommen haben. Ja, bleibt natürlich immer noch unser Pro-Controller jetzt zu testen, ob der denn auch funktioniert. Also gehen wir in das Controller-Menü der Switch 2 rein und wählen andere Synchronisierungsmethoden aus. Und jetzt sagt er uns hier drahtlos synchronisieren. Also wir könnten das jetzt über den USB-Anschluss machen, aber ich versuche es mal über den Drahtlos-Modus. Und dann drücken wir doch mal diesen Knopf hier. Aha, wurde sofort erkannt. Und er funktioniert auch schon. Also lässt sich hiermit bewegen. Alles ohne Probleme. Wichtig, okay, wir haben jetzt eine Aufnahme gemacht, das wollte ich gerade nicht machen. Kommen zurück zum Spiel. Was ist denn jetzt, wenn ich die Konsole sozusagen schlafen lege? Schaffe ich es, mit diesem Controller hier die Konsole aufzuwecken? Das ist ja letztendlich die Frage, weil mir sind zumindest noch keine Second-Party-Controller bekannt, die die Switch 2 aufwecken können. Also legen wir sie mal schlafen. Und auch das funktioniert. Wunderbar. Also wir haben es hier auch mit einem Originalprodukt von Nintendo zu tun. Und wie gesagt, UVP normalerweise 90 € bei AliExpress mit den Codes für 63 € bekommen. Ich würde sagen, das ist erstmal ein guter Deal. Ja. Sollte natürlich jetzt innerhalb von den nächsten 2 Jahren hier irgendwas defekt werden, dann habe ich in die Röhre geguckt. Also das ist ein privates Risiko, was ich hier trage. Aber was ich jetzt erstmal bereit bin einzugehen, ich muss sagen, die Konsole an sich macht auf mich einen schönen, wertigen Eindruck. Also mir macht es jetzt schon Spaß, sie in der Hand zu halten, damit gelegentlich zu spielen, wobei sie aber hier in diesem Haushalt mit höchster Wahrscheinlichkeit immer in dieser Konfiguration hier zu finden sein wird, also im Docking-Modul. Da muss ich nochmal gucken, wie ich die da richtig reinbekomme. Aber ich bin erstmal total hin und weg und ich freue mich jetzt darauf, die ersten Spiele darauf zu spielen. So, liebe Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein von unserem Unboxing der Nintendo Switch 2 Version in der Singapur-Variante mit dem Modul von Mario Kart World.
und mit dem Unboxing auch zum Nintendo Switch 2 Pro Controller. Ich muss sagen, wie gesagt, bisher bin ich total begeistert. 100 € Preisersparnis insgesamt. Und wie gesagt, wenn mir dieses Spiel hier nicht gefallen sollte, kann ich es immer noch weiterverkaufen und dann ist die Ersparnis noch mal ein bisschen höher. Wir werden sehen, wie hoch die Falltiefe ist. Momentan bin ich sehr begeistert. Sollte, wie gesagt, irgendwas hier kaputt gehen, dann gucke ich natürlich letztendlich in die Röhre, weil ich nicht eben mal so nach Singapur fahren kann, nur um die Garantie hier einzufordern. Also drückt mir die Daumen. Ich werde in jedem Fall in einem halben Jahr bis einem Jahr ein Review-Video nochmal zu dieser Spielekonsole machen. Wir werden dann schauen, was sich vielleicht noch für Spiele dazugesellen, welche ich empfehlen kann, welche ich nicht empfehlen kann. Ja, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch allen da draußen, die dieses Video geguckt haben. Lasst mal unten in den Kommentaren was von euch hören. Wie hat es euch gefallen? Was haltet ihr von diesen Angeboten auf AliExpress? Was haltet ihr von der Singapur-Variante? Was haltet ihr von der Hongkong-Version? Wäre das vielleicht auch etwas für euch? Oder sagt ihr, ich gebe lieber die 100 € mehr aus und habe dann letztendlich hier im Land eine Garantie? Was ich natürlich voll und ganz verstehen kann. Liebe Leute, ich bin raus. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald. Macht's gut. Ciao.